So, wir heulen uns jetzt die Küste entlang. Wenn man erst mal sehen kann, dass Welle ist auf dem Video, dann ist auch Welle. Jetzt können wir wenigstens schöner schaukeln. Das ist so ein Kommentator, der der Meinung ist, das Internet sauber machen zu müssen. Wir genießen es. Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, hier zu sein. Schaukelig ist es immer noch, aber wir sind bald da. Wir fahren jetzt noch die letzten 2,5, 3 Meilen unter Maschine, weil die Sonne jeden Moment untergeht. Und wir würden gerne noch ein bisschen den Grund sehen, wenn wir den Anker werfen. Da hinten ist übrigens ein alter Leuchtturm und es sieht so aus, als ob der verlassen wäre und leer wäre. Und da oben ist eine kleine Kapelle. Sieht total hübsch aus. Die Fahrt war jetzt wirklich gut. Besser, als ich erwartet habe. Ich hatte befürchtet, dass wir im Verhältnis zur Welle zu wenig Wind haben, sodass die Segel immer schlagen und wir gar nicht vorankommen. Wir waren zwar jetzt langsam unterwegs mit im Schnitt 3,6 Knoten über alles, also 40 Meilen lang. Das war jetzt also wirklich eine lange Tour. Aber es macht ja nichts. Wir sind da, wir sind wenig motorrad und dann sind wir auch froh, wenn wir da sind. Morgen! Was für eine Nacht, Mann! Wir sind um 9 gestern angekommen hier, Pozzallo. Porticello, ja genau. Porticello. Haben dort Anker geworfen, hatten noch einen Sandpatch gefunden und aber ihr seht ja, wir rollen wie verrückt. Wir haben dann, ich glaube um 1 haben wir beide Bäume abgenommen, weil die ja den Schwerpunkt nach oben verschieben. Dann ist die Beschleunigung stärker und das Abbremsen im Tal dann auch. Total gerädert, wenig geschlafen. Ja, also dass ja viel Welle ist, wussten wir, aber es sollte eigentlich hier geschützt sein durch die Berge. Ist es aber leider nicht, weil die Welle doch kommt. Ich habe versucht im Salon zu schlafen und hatte da auch keine Chance, weil die Bäume das wirklich so den Ausschlag so massiv erhöht haben. Und ich habe auch wieder gelernt, ich lerne das glaube ich jedes Jahr wieder, dass die Welle halt doch parallel sich zur Küste dreht. Das heißt, wir haben da vorne zwar die Felsnase, aber wenn die Welle so auf uns zuläuft und dann ist hier Küste, dann dreht die sich trotzdem so rein. Und ja, das ist jedes Frühjahr das neue Learning. Also wir fahren jetzt weiter und hoffen, dass es da besser ist. Ansonsten werden wir vor uns hin heulen, dass wir unser guten Ankerblatt aufgegeben haben. Genau, weil jetzt hier die nächsten 40 Meilen ist, glaube ich, nichts Vergleichbares. So, wir heulen uns jetzt die Küste entlang. Bis später. Wenn man erst mal sehen kann, dass Welle ist auf dem Video, dann ist auch Welle. Ein schaukeliger Tag und eine Nacht ohne Schlaf. Und es gibt keinen Knopf zum Anhalten. Das Anstrengende ist gar nicht die Welle. Es ist, dass du nicht wirklich zur Ruhe kommst. Irgendwann funktionierst du einfach nur noch. Also machst du weiter, weil dir gar nichts anderes übrig bleibt. Und hoffst, dass die nächste Nacht endlich ruhig wird. Wir segeln. Ich glaube, der Christoph ist ganz zufrieden, wenn er nicht einschläft. Sieht gerade nach Einschlafen aus. Ich muss jetzt auch mal Kaffee einschenken. Ja, sagst du. Ja, heute ist schön. Also wenn ich hier so sitze, dann kann ich hier wunderbar so auf die Wellen gucken. Wir fahren so ganz leicht schräg zur Welle, ab Wind. Und das ist schön, das geht dann immer so leicht rauf und runter. Hier schöner Fahrtwind im Schatten, das ist traumhaft. Das ist schön. Es war natürlich gleich wieder, wir können eigentlich weiterfahren. Ich sehe da hinten schon die Liparischen Inseln. Der Wind verhungert tatsächlich. Marian hat das gesagt, habe ich nicht geglaubt, hat sie aber recht gehabt. Ja, ich reich das mal. Ich mach Kaffee und du machst Landschaftsaufnahmen.
So bitte, das ist mein Blick. Das ist doch schön, oder? Mir da jetzt entgegenkommt, das wird Großartig, danke dir. Eiswürfel. Das tut gut. Vor uns liegt jetzt Cefalù. Fast 40 Meilen liegen hinter uns und gleich werfen wir hinter der Hafenmole den Anker. Eine ruhige Nacht können wir heute wirklich gut gebrauchen. Und auf die Start freuen wir uns auch schon. Also wir hatten ja echt Sorge gehabt, dass es hier unruhig ist. Ist es ja auch, wie man an den anderen Booten sieht. Aber wir liegen relativ ruhig. Ich habe den Kettentrick wieder ausgegraben. Ich habe darüber mal ein Video gemacht, das heißt, keine Ahnung, nie mehr rollen oder so ähnlich. Ich verlinke euch das ist auf dem Technikkanal, da haben wir das mal erklärt, wie wir das gemacht haben. Und zwar, es wird eine Leine in die Kette eingepickt, auf der Achterklampe belegt und dann kann man das praktisch über die Kettenwinde einstellen und man dreht sich dann praktisch leicht quer zum Wind. Man muss natürlich wissen, welche Seite, nämlich die Seite, wo der Wind herkommt. Da muss die Kette raus. Und ja, ihr seht auch, also wir liegen jetzt deutlich anders als die anderen. Und wenn ich mich mal umdrehe, dann liegen wir jetzt relativ gut zur Welle. Also du kannst es halt ziemlich feinfühlig einstellen über die Kettenwinde, wie du liegen möchtest. Ich zeige euch gleich nochmal den Windmesser. Da sieht man es am deutlichsten. Da ist der Windmesser. Also wir liegen jetzt fast rechtwinklig zum Wind. Und wenn wir jetzt im Wind liegen würden, dann würden wir so wie die anderen, die so schaukeln, liegen. Und also was wir jetzt machen ist, wir stampfen jetzt. Das ist deutlich angenehmer. Ja, und genau, da ist sie. Da ist der Kettentrick. Also man sieht das hier an der Leine. Das ist also in der Kette eingepickt. Das heißt, der Anker liegt irgendwo da vorne. Da liegt unser Bug. Und wenn ich jetzt noch mehr Kette geben würde, dann würde der Bug noch weiter so rübergehen. Und damit kann man das ganz gut einstellen. Also im Moment, natürlich pendelst du immer leicht um das, was du eingestellt hast. Aber es ist schon um Längen besser als andere Boote, wenn ich mich hier so umgucke. Bei ihm sieht man es ganz extrem, wie weit das Unterwasserschiff manchmal rauskommt. Jetzt gerade nicht, aber der knarrt sogar richtig extrem. Bei dem da vorne kann man es ganz gut sehen. Perfekt ist es nicht, aber es ist okay, es geht so und ich bin auf jeden Fall froh, dass wir angekommen sind. Gestern waren wir ja in Cefalù und hatten eine sehr schaukelige Ankunft. Haben dann versucht, hier mit dem Besansegel uns in den Wind zu stellen. Dazu war zu wenig Wind. Dann hatte ich den Kettentrick gemacht. Das hat kurz geholfen, aber gegen Feierabend hat sich dann der Wind auch gelegt und damit war auch wieder vorbei. Also wir haben wieder eine schaukelige Nacht gehabt. Übrigens sind wir ein paar Mal gefragt worden, was eigentlich aus dem Flopperstopper geworden ist. Wir haben einen noch vom alten Boot, der ist aber zu klein für dieses Boot. Wir bräuchten etwas, was deutlich größer ist, eine deutlich größere Platte. Die haben wir aber nicht, weil die muss ja auch wasserfest sein und darf nicht verrotten und so weiter. Also wir haben schlichtweg keinen Flopperstopper für dieses Boot. Und ja, deswegen sind wir jetzt wieder
sozusagen konventionell unterwegs. Heute Morgen haben wir uns dann entschlossen, nachdem wir nochmal Navili angeguckt haben und festgestellt haben, dass eigentlich alle Buchten hier gleich aussehen und wir aus der Mole rausgeguckt haben. Außen sieht es genauso aus wie hier drinnen. Und nachdem es ja nicht so schön war im Hafen, haben wir dann beschlossen, wir probieren es hier draußen. Direkt hier dahinter ist der Hafen. Und das ist ja traumhaft schön hier, oder? Jetzt ist schon abendlich, da kann man es weniger sehen. Wenn die Sonnen beschienen sind, ist das wirklich wunderschön. Hinter uns ist ein Hotel, aber das ist sehr ruhig und ansonsten kommen halt tagsüber einige Ausflugsboote. Jetzt wird es aber langsam ruhiger. Wir haben hier jetzt auch immer noch Rollen. Das hätten wir aber auch im Hafen drin, weil aus der Richtung kommt ja die Welle und in die Richtung ist der Hafen auch offen. Also das würde jetzt komplett überhaupt gar nichts ändern. Jetzt können wir wenigstens schöner schaukeln und man kann auch wieder baden gehen. Willst du auch was sagen? Ja, was denn? Zum Thema planschende Senioren zum Beispiel. Im Wohlstand planschende Senioren. Also ich würde mal sagen, im Mittelmeer planschende Gen X, aber ansonsten alles gut. Woher Ja. kommt dieses Im Wohlstand planschende Senioren, Ja. das ist so ein Kommentator, der Meinung ist, das Internet sauber machen zu müssen. Stimmt, genau, der hat ja auch gesagt, wir sollen das Internet nicht vermüllen mit Ja, unseren genau. Privatangelegenheiten. Wir vermüllen das Internet. Ja. Ja, also Christoph hat ja schon gesagt, es ist total schön hier. Schaukelt halt ein bisschen, aber wenigstens kann man hier besser ins Wasser springen als im Hafen. Also ja, schöner Schaukeln, ne? War Ja. das ja? Ja. Das ist total schön hier. Das ist so schön hier. Also es ist schon sehr unruhig, aber die Bucht ist echt ein Träumchen, ne? Ja. Also Magst du noch mal drauf eingehen, was mit einem passiert, wenn man so 1-2 Tage wirklich durchgeschaukelt wurde? was? Ja. Das ist anstrengend. Das ist tatsächlich körperlich und auch geistig anstrengend, weil du kriegst wenig Schlaf. Also man schläft zwar, aber es ist kein erholsamer Schlaf und dann wachst du morgens auf und bist hundemüde und dann macht der Kopf auch nicht mit. Ja, was soll ich sagen? Ja. Also, und dann ist es ja so, wie wir alle kennen, wissen, ne? Nach müde kommt ja doof. Und wenn du eh schon so ein gewisses Doofheitsgrad hast, wird das schwierig. Ja. Okay. So wie wir. Wir stecken echt viel Zeit und Energie in jedes Video. Immer irgendwo unterwegs, auf engstem Raum. Wenn du magst, was wir machen und ein bisschen mehr Einblick willst, bei Patreon gibt es Videos vorab, ganz ohne Werbung, Bonusmaterial und auf manchen Stufen auch persönliche Updates oder ein Call mit uns. Schau gerne mal vorbei, den Link findest du unten in der Beschreibung oder oben im Video. Wir freuen uns, wenn du dabei bist. Und danke an alle, die schon mit an Bord sind, das bedeutet uns wirklich viel. Ich muss euch noch eine total schräge Geschichte erzählen. Also ich google ja immer ganz gerne, wo wir sind. Und ich habe gestern Cefalù gegoogelt. Ich schaue dann immer gerne auf Wikipedia, weil da steht was über die Geschichte. Hier gibt es ja eine normannische Kathedrale von 1100 und ein paar. Und das hatte mich interessiert, die Geschichte. Und dann habe ich mir den Artikel von Wikipedia ganz durchgelesen und unten stand ein Link auf Aleister Crowley. Ich weiß nicht, wem von euch der Name was sagt. Die in ihrer Jugend mit Tarotkarten rumgemacht haben, die werden den kennen. Ansonsten kennt ihn wahrscheinlich keiner. Das war ein Mystiker und Okkultist, der... Alte Gothics kennen den. Bitte? Gothics kennen den. Okay. Und jetzt musst du auch noch erklären, was Gothics sind. Wer das nicht weiß, Ist selber schuld, hat oder damit nichts zu tun. was? Okay, gut. Der muss es auch nicht Das ist wissen. nur für Insider. Und der hat irgendwie Ende 19. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert hinein gelebt. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, der hat hier ein okkultes Zentrum betrieben. Hier in den Hügeln irgendwo da oben. Und dieses Ding ist total verfallen und sollte 2017 für 1,1 Millionen versteigert werden. Das ist eigentlich nicht mehr als ein kleines Häuschen. Jedenfalls darüber habe ich mir auf Wikipedia den Artikel über Aleister Crowley durchgelesen. Leute, sowas Verrücktes habe ich noch nie gelesen. Das ist so ein durchgeknallter Typ gewesen.
das hat an den Abgründen des Menschlichen gekratzt. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so schräg sein kann. Der war also tatsächlich zwischen Genie und Wahnsinn. Der war damals in seiner Zeit einer der besten Bergsteiger der Welt und hat eine der höchsten Expeditionen auf den K2 gemacht damals. Also der war bestimmt nicht doof, aber so durchgeknallt. Also Leute, wenn ihr was ganz, ganz Schräges sehen wollt, lesen wollt, lest euch das durch. So was Verrücktes habt ihr, glaube ich, noch nie gelesen. In diesen wunderschönen Hügeln hat sich sowas Komisches damals abgespielt. Wahnsinn. Man könnte meinen, man würde sich an sowas gewöhnen, dass es schön und ruhig ist. Aber für uns ist das immer noch was ganz Besonderes und wir sind auch echt dankbar dafür. Also gestern war ja hier echt Trubel. Es ist jetzt morgens um 8:30 oder sowas, früher Morgen noch. Und ihr seht ja, die Bucht gehört uns. Wahnsinn, wie schön die ist, oder? Ja, da hinten der alte Turm. Ich finde die Felsen so wunderschön und da gibt es auch so Ecken dazwischen. Hier ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber das sind so Terrassen, so Freisitze, überdachte. Mein Opa war in den 60er, 70er Jahren viel in Italien und die Bilder, die bei ihm an der Wand hingen, das waren immer solche Motive. Es ist immer schön, sich an sowas zu erinnern. Also jedenfalls ist es total ruhig, es ist echt friedlich, wir sind hier alleine. Es gibt nur ein paar Hotelgäste, die jetzt schon anfangen zu baden. Ansonsten ist nichts und es ist ruhig. Ihr seht auch, wir haben kaum Bewegung im Schiff. Wir konnten wirklich gut schlafen. Das war nach den letzten paar Tagen, wo es eigentlich immer rollig war und das Boot stark gerollt ist das echt eine Erholung. Also wir genießen es. Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, hier zu sein. Und ganz da hinten am Horizont sieht man übrigens die Liparischen Inseln. 4 Stück. Ich könnte jetzt nicht mehr die Namen sagen, aber ich glaube, das ganz rechts, das müsste Lipari sein. Ein schönes Geräusch. Das ist unser Wassermacher, der wieder läuft. Wir haben gestern schon mal Wasser gemacht und das ist jetzt unser aktueller Stand. Wir schauen jetzt mal, wie viel wir machen können, bis die Batterie tief entladen genug ist oder entladen genug ist. So. Zufrieden? Ja, also ich finde es erleichternd. Wir waren ja auf 50 Liter runter, haben dann Wasserflaschen kaufen müssen und es ist ja nicht wie zu Hause, wo du ins Auto steigst und halt ein bisschen Wasserflaschen kaufst oder eine Kiste Wasser, sondern da steckt ja auch immer Logistik dahinter. Also du musst die ja irgendwie an Bord kriegen, wenn hohe Welle ist, wie wir es hatten, dann kommst du nicht an Land zum Einkaufen. Dann hast du wieder die ganzen zusammengeknüllten Plastikflaschen, die wieder runter müssen vom Boot. Das war so viel Plastikmüll und das tut echt weh, das ganze Plastik, weil es muss ja auch irgendwo hin. Wenn man das gewöhnt ist, hier 700 Liter Wasser irgendwie immer zu haben und dann muss man sich plötzlich so massiv einschränken, das ist tatsächlich schon, ja, das war gar nicht so einfach. Also Pfanne, das war jetzt eine interessante Erfahrung. So.